Auf den ersten Blick würde man sagen, ja, sowas Ähnliches hatten wir doch schon von Lego. Ich kann euch gleich sagen, das Set wird euch überraschen. Schauen wir uns zusammen an. Hallo und willkommen auf meinem filmtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Set von Lumibrix, die 21001, das Wheatfield with Cypresses bei Vincent van Gogh mit 2632 Teilen. Das ist die Box, eine ganz schlicht gestaltete Box. Vorne sieht man das Set, an der Seite sieht man nichts, auf der anderen Seite sieht man Prints, die vielleicht da sind, und hinten steht Lighting Mode 1 und 2. Was das bedeuten soll, schauen wir uns gleich an. Schöne Airplane Box, wie immer bei Lumibrix. Dann die Bauanleitungen. Wir haben schöne zwei dicke Bauanleitungen, dass niemand Probleme beim Bau hat. Insgesamt hat es 468 Seiten, 890 Bauschritte. Das Set ist unterteilt in 16 Bauabschnitte, macht 2,96 Teile pro Bauschritt und 164,5 Teile pro Bauabschnitt. Drinnen fangen wir an. Ja, das zeigt einfach das Set, wie es auf der Wand hängen kann, und so ein Bild von Van Gogh, glaube ich auch. Einmal auf Chinesisch oder sagt man da Mandarin. Here, inspired by Van Gogh, Wheatfield with Cypresses, this set brings turbulence and calm of the wind to life. Each piece captures the artist's emotions, letting you bring the timeless beauty into your world and feel the blend of landscape and feeling. Sehr schön geschrieben. Ja, hier noch ein paar Bildchen. Ich mag, wenn ein bisschen was über das Set steht. Leider haben wir das originale Bild nicht da. Das werde ich euch hier einblenden. Und dann könnt ihr auch gleich sehen, dass es richtig gut getroffen ist. Dann kommen die ganzen Elektroüberprüfungen oder Sicherheitshinweise, was es an Beleuchtungszeug dabei ist. Das ist interessant und neu. Es gibt eine Tüte mit diesen ganzen Fliesen. Das soll während dem Bau für die Orientierung dienen, weil ja angeblich diese Blautöne kann man schwer in der Bauanleitung unterscheiden oder diese Grüntöne und so. Ich habe das tatsächlich nicht gebraucht. Ich habe es mit PDF gebaut und das war völlig in Ordnung. Aber ich finde es sehr nett, dass sie es dazu getan haben. Da kann wirklich keiner sagen, dass er ein Problem hatte mit der Bauanleitung. Also wow. Ja, und hier zeigt es nochmal von 1 bis 8, was gebaut wird, also Bauabschnitt, und von 9 bis 16 dann das Ende. Hier sieht man, am Anfang baut man die Minifigur nur und dann startet man mit den Rahmen. Ich sehe da gar keine Probleme beim Bau. Alles, was neu gebaut ist, rot umrandet, in Vollfarbe, schön gemacht, alles. Also ich habe auch keine Fehler gefunden in der Bauanleitung. Ja, dann die Maße vom Set. Das Set hat eine Breite von ca. 40,5 cm, eine Höhe von 28,3 cm und eine Tiefe von 12,5 cm. So kann man es vielleicht so gut sehen. Es gibt dann noch dieses Sidebild. Das Sidebild hat
eine Breite von 11,3 cm, eine Höhe von 8,9 cm und eine Tiefe, kommt darauf an, wie wir das hier einstellen, von ca. 3,5 bis 7,5 cm. Und hier kann man auch sehen, Vincent van Gogh, Winfield with Cypresses, 1889. Sehr, sehr netter Bild. Ich glaube, das wurde ganz am Ende gebaut. Oh, so, das können wir gleich auf die Seite tun. Dann der Preis. Das Set ist neu. Das Set ist jetzt vor 1, 2 Wochen, 3 Wochen rausgekommen. Keine Ahnung, wann das Video online geht. Aber März 2026 ist das Set rausgekommen. Und aktuell habe ich jetzt auch keine Rabatte gesehen. Bei Lumibrix kann man immer Rabatte erwarten. Also sage ich euch auch gleich, eventuell mit 20% Rabatt, wie viel es kosten könnte. Das Set hat auch ein Gewicht von 2360 Gramm. Dann würde das in der UVP, wenn der Preis 136 Euro ist, 5,17 Cent machen und ein 100 Gramm Preis von 5,76 Euro. Hätten wir dann eventuell irgendwann 20% Rabatt, würde das Set 108,80 Euro kosten, einen Teilepreis von 4,13 Cent und einen 100 Gramm Preis von 4,61 Euro. Wunderschöner Teilepreis. Also ich zumindest kann da nicht meckern. Das Set hat 9 bedruckte Teile. Wenn man diese nicht dazu rechnet, würde man diese dazu rechnen, dann 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dann wären es 24. Entscheidet selber. Ohne das 9 mit dem 24. Dann hat das Set eine kleine Minifigur. Das ist der kleine Van Gogh. Nette Lumi-Figur. Mir gefällt sie sehr. Nett. Die Bauzeit betrug 6 Stunden 30 Minuten. Lustig ist, dass es auf der Lumibrix Webseite geworben wird, dass man 18 Stunden dafür braucht. Entweder baue ich zu schnell, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir zum Speedbild und danach kommen wir zur Beleuchtung und zeigen mal das Set ein bisschen aus der Nähe. Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Kommen wir nun zur Beleuchtung.
Und bevor ich mein Licht ausmache, zeige ich euch erstmal ein paar Sachen. Also wir haben hier oben diese Strahler und die kann man optional auch abnehmen, wenn man sie nicht möchte. Dafür nimmt man das hier weg und das hier weg. Und, opa, das wollte ich jetzt nicht. Wie war das jetzt so in etwa so? Und das kann man dann auch ohne ausstellen. Vielleicht gefällt es ja jemandem nicht. Ich mag es mit. Also werde ich sie auch wieder drauf tun. Habe ich das jetzt? So, eins weiter. Genau. Und dann steckt man es wieder ein. Die Batteriebox ist hier hinten schön versteckt. Und wie ihr hier sehen könnt, warte, da brauche ich die Pinzette. Wie immer kommt eine Pinzette und ein Teiletrenner dazu bei Lumibrix und ein kleiner Schraubenzieher. Das ist ja immer dabei. So. Dann hat man hier auch einen Schalter und das, ihr wisst, wenn ich den später an und anmache, da ist er und er hat eine coole Wirkung. Das hat mich ja hier überrascht, dass man so viele Möglichkeiten mit der Beleuchtung hat. Ich mache jetzt mein Licht erstmal aus und schaut euch an, wie schön das leuchtet. So, und dann kommen wir zu den Schalter. Wenn man den ausmacht, sieht man, die ganzen LED-Streifen, die hinten versteckt sind, gehen aus. Also hat man quasi nur die oberen Strahler und hat jeden, wie es gefällt. Ich mag es so, weil ich finde die Wirkung da, wie die Lichter hinter den Bäumen und Wolken rausgehen, super cool. Was aber noch dazu kommt, ist das hier, Press Touch. Das ist so ein Touchsystem, wenn man es drückt, geht das Licht aus und nochmal geht das wieder an. Richtig cool. Dann machen wir mein Licht wieder an. Was bei diesem Set noch auffällig war, sind die Ersatzteile. Es ist echt einiges an Ersatzteilen übrig geblieben. Also solltet ihr das bauen, nicht wundern, ich habe nichts vergessen. Ich habe doppelt und dreifach überprüft. Sind auch einiges an größeren Teilen dabei. Das habe ich auch in einer WhatsApp-Gruppe von Lumibrix mitbekommen. Alle haben so viele Ersatzteile. Ob das die erste Charge ist oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht wundern. Dann, eine Sache muss man da erwähnen, aber ich weiß nicht, ob man es gut sieht über die Kamera. Diese Farbe, diese erste Wolkenreihe, hat ein bisschen Farbabweichung. Es ist nicht schlimm, es ist auch kaum bemerkbar, aber es ist halt minimal da. Die Bautechnik von den Wolken, wie das gebaut ist, finde ich super. Man baut quasi zuerst den Rahmen, dann baut man die Platten mit dem Hintergrund im Blauen und dann baut man halt die erste Reihe Wolken, dieses hellblau, dann dieses Grau mit Weiß, mit diesen rundlichen Kunstformen. Wie gesagt, von der Vorlage super getroffen. Dann baut man hier quasi unten die Platten, dann dieses Weizenfeld, dann diese Bäume. Vielleicht nur diese Weizendinger waren ein bisschen langweilig, sonst haben sie das echt gut gemacht mit der Bauanleitung, wie man das baut. Hat mir richtig gut gefallen und die Optik gefällt mir sehr. Wie man halt sieht oder wie man vorhin gesehen hat, man kann es auch schön aufhängen. Ich habe auch ein Vergleichsvideo gemacht vom Lego. Da könnt ihr hier oben draufklicken auf dieses Video und da habe ich die zwei Sets verglichen. Aber hier wollte ich nochmal dieses Set einzeln zeigen. Und ja, dieses Minifigur oder halt, das kann man auch runternehmen, wenn man nicht möchte, dass der kleine Van Gogh da ist. Also das kann man runternehmen, das oben kann man runternehmen. Man kann halt das Licht entscheiden, wie man das anhat oder aus. Man kann, also ich war überrascht von den ganzen Möglichkeiten.
Und dann denkt man sich kurz vor dem Ende des Baus, wow, schön. Und dann kommt Lumibrix und gibt einfach die ganzen Prints von der Geschichte von Van Gogh, wie er seine Gemälde gemalt hat. Ich war ja im Van Gogh Museum in Amsterdam und da war es auch so, das waren quasi seine Anfänge, der hat so ein bisschen dunkler gemalt und so. Ich fand das super, richtig, richtig toll. Ich mag diese Detailverliebtheit und solche kleine Sachen, die mich dann beim Bau überraschen, weil, hey, da gibt es eine klare Vorlage, man baut es so, viel Überraschung denkt man, hat man nicht, sie haben es trotzdem geschafft. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie steht ihr zu solchen Sets, also Art-Sets oder dass man auf die Wand anhängt. Ist das so euer Ding? Mögt ihr das nicht? Mögt ihr allgemein Van Gogh? Lumibrix hat ja auch dieses Brick Art Museum, da gab es auch viele Andeutungen an Van Gogh. Also ich bin auch, was Kunst angeht, schon eher ein Van Gogh-Fan. Mir gefallen seine Gemälde und alles. Deswegen habe ich mich sehr auf dieses Set gefreut. Sonst kann ich nur sagen, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.